Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch einmal die Data Dash App zeigen, die wir für den MatchX M2 Pro Miner benötigen. Heruntergeladen wird die ja mit dem QR-Code, den ich aber im letzten Video gezeigt habe, oder im Apple oder Google Store. Da gibt es ja die Data Dash App, die ist extra für uns hier in Deutschland. Ich öffne das jetzt mal. Und zwar, ja, so sieht das hier beim Start aus. Ganz links haben wir den Umrechner. Da kann man verschiedene Währungen eingeben, die angezeigt werden sollen. Am Anfang gibt es da mehrere Währungen. Die kann man auch wegmachen, um nur die wichtigsten zu zeigen. Die Umrechnungsarten. So, dann gibt es ja, das ist ja der Saldo, der dann nachher hier verfügbar ist. Dann zeigt er hier, wie viel man staked. Das heißt, die Coins, die man gemeint hat, die kann man staken lassen. Das heißt, sagen wir mal, man tut 10.000 MXC Coins beiseite und gibt ihn praktisch der Gemeinschaft MXC zum Verleih aus, und durch diese Verleihung bekommt man halt eine Gutschrift, dass die praktisch deine Coins oder unsere Coins im Umlauf sind und genutzt werden können von anderen Partnern. Dafür werden wir dann belohnt durch dieses Staking, weil wir halt dem Pool der Gemeinschaft, die MXC zum Beispiel als Beispiel nutzen wollen, dadurch halt Gebühren bekommen. Und dann gibt es noch das letzte Mining. Da sieht man, wie viel man gemeint hat. So, da ist jetzt ein Update von 24 Stunden genau. Und in den 24 Stunden habe ich ca. 535 MXC Coins gemeint mit diesem M2 Pro Miner. Umgerechnet sind das 17,60 Euro, wie man sieht, und 20 US-Dollar und 91 Cent. Dann gibt es einmal die Wallet, die man sieht, und dann sind hier die Tokens, also die Kryptowährung MXC, DHX oder DHX und BTC für Bitcoin. Am Anfang ist, glaube ich, nur MXC zu sehen, und durch das Symbol Token hinzufügen kann man dann halt andere Coins und Token hinzufügen. Das letztere, NFT Collectibles, da ist zwar das Häkchen frei, aber man kann es noch nicht setzen. Das kommt dann noch wahrscheinlich hinzu. So, dann haben wir hier den Miner. Miner hinzufügen. Mein Miner ist hinzugefügt. Wer noch seinen Miner nicht hinzugefügt hat oder zusätzliche Miner hinzufügen möchte, der kann dann da drauf gehen und durch das Symbol Plus den QR-Code einscannen lassen, der sich auf dem jeweiligen Miner oder auf dem Gerät befindet. Dann sehen wir hier den Gesundheitszustand des Miners. Da er jetzt erst 24 Stunden am Laufen ist, sind wir erst bei 86%. Ich denke, wenn ich den länger laufen habe, also irgendwo steht was drin von 7 Tagen, dann sollte er wahrscheinlich 100% erreichen, wenn er optimal steht, nicht getrennt wurde. Und der Treibstofftank, der ist bei 100%. Unten drunter sehen wir Miner im Besitz ein und dann darunter gesamte Bergbaueinnahmen 535 MXC. Darunter Gesamtbetrag Auftankung 537,4 MXC. Das ist die Auftankung mit 100%, was wir an Treibstofftank sehen.
das ist das, was man einmalig hat. Also man kann diesen Miner nur einmalig mit 100% halten. Geht man und verschiebt seine MXCs, verschiebt man die man gemeint hat. Also ich habe ja jetzt, glaube ich, 500 noch was gehabt. So, und man möchte die in die Wallet, also ganz unten. Wir sind jetzt beim Start und wenn wir jetzt auf die Wallet gehen, dann werden die zwar hier zu sehen. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Aber dadurch würde sich mein Treibstofftank leeren. Ja, also dann ein gewisser Prozentsatz, ich weiß es nicht, noch nicht wie viel, würde dann zurückgehen. Das heißt, ich kann höchstens bis auf 0 gehen und dann ist der Treibstofftank leer und ich kann keine weiteren Transaktionen machen. Der füllt sich wieder nach einer gewissen Zeit, aber nur bis 99,9%. Wie viel das dann Unterschied ist, dieser 0,01%, das weiß ich nicht. Das werde ich irgendwann mal herausfinden, wenn ich eine Transaktion durchführe auf meine Wallet, wo diese MXC dann rüber transferiert werden. Wo dann da der Vorteil oder Nachteil ist, also es wird garantiert einen kleinen Nachteil geben. Entweder dauert es länger oder der Miner an sich wird langsamer um diese 0,01%. Ja. So, gehen wir nochmal zu der Wallet, um euch zu zeigen, was man hier so alles machen kann. Also man kann auch MXC einzahlen lassen auf seine Geldbörse. Und dann hätte man Guthaben hier. Oder auch abheben. Dann gibt es noch diese Option Stake. Stake ist ja dasselbe wie vorhin. Also man stellt der Gemeinschaft seine Coins zur Verfügung zum Arbeiten. Wenn man dann drauf drückt, dann sieht man, dass man hier so einen neuen Stake machen kann. Ich weiß aber nicht, ob er Festzeit geschrieben ist. Das heißt, man muss es für eine bestimmte Zeit machen. 6 Monate, 12 Monate, 24 Monate. Weil darunter steht Unstake. Das heißt, man könnte es auch wieder zurückholen aus der Gemeinschaft, sodass man seine MXC-Coins wieder zurück hat. Das werde ich im Verlauf der nächsten Wochen dann sehen, wenn ich einen gewissen Satz an MXCs bekommen habe, was dann genau damit auf sich hat. So, dann gehen wir mal wieder zurück in die Wallet. So, und dann haben wir hier DHX, ist auch ein Coin. Könnt ihr euch natürlich im Internet informieren, wofür er steht, was er halt macht. So, dann gibt es ja auch wieder oben einzahlen, abheben, meinen. So, das ist hier ein bisschen komplexer. Wenn wir jetzt hier einfach mal auf meinen gehen, dann sehen wir so eine Anleitung, oder eine Übersicht, wie was zustande kommt, dass dieser DHX-Mining-Prozess stattfindet. Und wenn wir auf Weitergehen, dann sehen wir, dass man MXC sperrt durch das Minen von diesem DHX. Was heißt das? Wenn man, sagen wir mal, 10.000 von MXC Token gemeint hat, dann kann man diese sperren lassen und zu DHX praktisch rüberschicken oder umwandeln, wie auch immer. Und dadurch werden die praktisch für DHX geblockt und dadurch kann man bekommt dann DHX-Coins, glaube ich, die vergibt man wieder der Gemeinschaft. Und dadurch kann man wieder dieses Stake-Verfahren machen und bekommt dafür Rewards, Belohnung, dass die anderen deine
DHX-Coins nutzen zum Bezahlen, Transferieren, was auch immer. Da werde ich garantiert irgendwann mal noch ein weiteres Video drüber machen, wie das genau abläuft, worauf man achten muss, was die Belohnungen sind. Auf jeden Fall ist das eine zweite Sache, womit man hier mit diesem M2 Pro Miner Geld generieren kann. Also nicht nur durch MXC Tokens, sondern auch durch diese DHX. Man kann auch natürlich den kompletten M2 Pro Miner komplett nur DHX zur Verfügung geben. Dann kann man natürlich keine MXC mehr machen. So, gibt es noch Mining-Ertrag, da kann man das sehen. Also wenn man diesen M Pro 2 Miner zur Verfügung gibt als Supernode, dann bekommt man hier, so wie es jetzt bildlich dargestellt ist, 5000 DHX. Boost Up Empower, da steht es nochmal drauf. M2 Pro Miner erwerben, dann boostet er das nochmal hoch. Also wenn wir jetzt den kompletten M2 Pro Miner zur Verfügung stellen oder dieses MXC sperren, das heißt, wir geben unsere Tokens, die wir gemeint haben, die DHX, und dadurch können wir dieses Verfahren von Staking machen. So, dann gehen wir nochmal in die Wallet, BTC, Bitcoin. Ja, das ist nochmal so ein Projekt, was gerade, glaube ich, in den Anfangsschuhen steht. Man soll irgendwann in ferner Zukunft auch Bitcoins hiermit meinen können oder auch staken, wie auch immer, auch durch diese MXC-Variante wahrscheinlich. Es gibt schon irgendwie 1 oder 2 Testphasen oder gab es Testphasen, aber auch nur für ausgewählte oder durch Zufall generierte Miner, als Testversuch, wie das Ganze funktioniert. Das kommt dann wahrscheinlich irgendwann später mal. Ja, oder man könnte halt diese neuen Token hinzufügen, diese NFT, aber das ist momentan, wenn ich drauf drücke, nicht möglich. Also die 3 Möglichkeiten gibt es, um erstmal zu aktivieren und MXC und DHX als wirkliche Einnahmequelle über diesen M2 Pro Miner zu nutzen, wenn man genug MXC Token generiert hat. Dann gehen wir mal zum dritten, und zwar hier zum Miner. So, da sehen wir jetzt Gesundheitspunkte 86. Der ist jetzt so 24 Stunden. Generiert hat er 535 MXC. Und Uptime zeigt er an mit 30%. Also da kann ich jetzt draufdrücken, GPS, und steht da, wenn dein Pro Miner ein GPS-Signal verfügt, dann ist er auch für andere sichtbar, und man sollte ihn am besten im Freien platzieren, damit er den besten Zugriff hat. Dann können wir hier Höhe über Meeresspiegel, umso besser er irgendwo hoch positioniert ist, umso natürlich weiteren Zugriff hat er auf andere Endgeräte. Dann haben wir hier die Ausrichtung. Ja, der soll möglichst vertikal stehen, also gerade nach oben, dass die Antennen nach oben zeigen. Das wird irgendwann mal bildlich dargestellt, sobald das freigeschaltet ist. Dann hier in Nähe steht nochmal, dass andere Geräte bzw. andere Miner, M2 Pro Miner, die man eventuell sich auch noch dazu bestellt, am besten mindestens 50 Meter voneinander entfernt sein sollten. Ja, und den Kraftstofftank, der liegt bei 100%. Wie gesagt, wenn man was abhebt, das rüberschickt zu seiner Geldbörse, seinem Wallet, dann wird er runtergehen. Er steht auch drauf, wie ein Fahrzeug. Dass es dann halt die Leistungsfähigkeit abnimmt. Man kann natürlich auch anscheinend Kraftstoff kaufen, also durch Tokens wahrscheinlich wieder. Dann kann man das wieder aufladen. Ja,
So, da sieht man halt den Miner. Und ja, wenn man hier zuletzt auf Geräte tippt, dann gibt es anscheinend noch Geräte, die man hier noch hinzufügen kann, die irgendwo miteinander kommunizieren oder so. Es gibt ja auch von M2, also von Match X, von Produkten haben die auch irgendwie so ein Gateway. Ist aber ausverkauft. Was für andere Geräte hier hinzugefügt werden können, kann ich nicht genau sagen. Also auf der Homepage haben die noch natürlich andere Produkte, irgendwelche Sensoren und dies und jenes. Also könnt ihr euch irgendwann mal da mal anschauen. Wahrscheinlich werden die mit dem M2 Pro Miner kommunizieren und dadurch wird wahrscheinlich ein besseres Mining-Ergebnis erzielt. So, jetzt gehen wir eben nochmal kurz auf Start und drücken ganz rechts oben auf diese Zahnrad-Taste. Da kann man natürlich noch sein Konto verwalten, App-Einstellungen vornehmen, Adressbuch, da war ich noch nicht drauf. Ach so, da kann man irgendwelche Adressen eingeben wahrscheinlich, auf welche Wallet irgendwas rübergeschickt wird. Über uns, verbinde dich mit uns, Konto verwalten, gehen wir mal drauf. Supernotes. Ja, da kann man drauf gehen. Dann ist man ja hier was man ja bei der Anmeldung eingegeben hat. Wenn man runtergeht, dann kann man hier noch Passwort ändern und 2FA einrichten. Also das empfehle ich auch jedem, dass man diese 2FA-Einrichtung macht. Das ist ja Zwei-Faktor-Authentifizierung, dass man das freischaltet. Und dann muss man diesen QR-Code einscannen und auf Weiterklicken. Und dann kann man das natürlich dann mit seinem Smartphone eine Nummer sicherer machen. Ja, dass man nicht nur per Touch das aufmacht oder per Code oder einfach normal, sondern dass man vielleicht irgendwie einen Code bekommt. Ich habe es noch nicht gemacht. Ich werde das jetzt natürlich die nächsten Tage vornehmen, da ich nicht möchte, dass da jemand Fremdes leicht drauf zugreifen kann. Dann werde ich diese 2FA-Konfiguration vornehmen. Ja, so sieht das aus. So ist die App gestaltet. Ganz unten, da ist jetzt ein freies Bild. Also da wird man später auch wahrscheinlich, wenn der Gesundheitspunktezustand erreicht ist oder dieses Uptime bei 100% liegt, dass man vollständig da ist, dann wird man auch wahrscheinlich unten sein GPS-Signal sehen, wo der Router sich befindet. Also praktisch eine Karte. Also so eine Google Earth Karte, damit man sehen kann auch, wo die andere Geräte in der Umgebung sind oder andere Miner. Aber dazu muss ich erstmal abwarten, bis ich wahrscheinlich die 100% erreicht habe. Sobald es hier eine Veränderung gibt, mache ich ein neues Video von der App. Wenn wir uns halt hier im Miner befinden und GPS und Meeresspiegelhöhe, Ausrichtung und Nähe zu anderen Minern oder Endgeräten sehe und ich da weitere Informationen bekomme. Momentan steht der Miner in der zweiten Etage, also direkt im Dachfenster. Die Idee war ja, dass ich den oben an eine Satzschüssel anmontiere. Ist aber nicht ganz so einfach, weil da muss auch ein Erdungskabel gelegt werden. Ja, das wird noch ein Projekt. Natürlich werde ich, wenn ich irgendwann mal so weit bin und den wirklich da anbringe, dann separat ein Video darüber drehen, Installationsvideo, was man achten muss. Ich muss mich erst mit dem Elektriker zusammensetzen, damit ich sehe oder nachfragen kann, was er dazu sagt, was man alles dazu benötigt. Ja, dann war's das erstmal zu diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch erstmal ein paar Fragen klären oder euch einfach mal aufzeigen,
was in dieser App zu sehen ist, wie die funktioniert, wie die aufgebaut ist, welche Funktionen es dort gibt. Und dann sehen wir uns bei dem nächsten Video wieder. Abonniert den Kanal, wenn euch das Ganze interessiert, ihr das Projekt gut findet, ihr interessiert seid. Vielleicht wollt ihr auch selbst einen Miner haben. Alles andere ist in der Videobeschreibung drin. Da könnt ihr euch die Links rausholen, wo man den Miner bestellen kann, was man vielleicht für eine Wallet benötigt oder was auch immer. Alles in der Videobeschreibung ist hinterlegt, so dass ihr euch das mal anschauen könnt. Vielleicht findet ihr das ein oder andere, was ihr auch benötigt. Ja, an dieser Stelle bedanke ich mich. Bis zum nächsten Video.